Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. In dieser Folge geht es um den neuen Mazda CX-30. Da gibt es nämlich ein neues Facelift oder wir sagen dazu Modelljahr 2027. Und da hat sich einiges verändert. Und was das genau ist, das besprechen wir heute mal hier ganz detailliert für euch. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, dreht sich in diesem Video also alles um das neue Facelift vom Mazda CX-30. Und wie man das so von Facelifts kennt, da gibt es dann teilweise einige neue Farben, Ausstattungsextras und auch ein paar Exterieurveränderungen. Und genau das werden wir heute in diesem Video besprechen. Und weil es wirklich so viele Infos waren, die wir hier für euch zusammengesammelt haben, haben wir wie immer eine Präsentation vorbereitet. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Zuschauergruppen. Die einen sind schon ziemlich fit im Bereich Mazda und manche sind sehr, sehr frisch dabei und kennen das Modell vielleicht noch gar nicht so sehr. Nutzt daher gerne auch die Kapitelmarken. Dann könnt ihr ganz bequem zu den Punkten springen, die euch irgendwie am meisten interessieren. Und für die, die alles aufsaugen wollen, die schauen sich natürlich am besten das ganze Video an. Ja, steigen wir gleich mal ganz am Anfang ein und euch interessiert vielleicht jetzt an dieser Stelle auch mal, ja, was hat sich denn eigentlich alles verändert oder beziehungsweise wie schaut denn das neue Modell tatsächlich aus? Hier seht ihr jetzt schon mal das erste Bild vom Fahrzeug und für alle, die das Modell kennen, hier sieht man schon, da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Das Facelift dieses Jahr, also das Modell 2027, betrifft nicht so sehr die Optik, sondern eher so ein bisschen die Assistenzsysteme und Ausstattungslinien. Das schauen wir uns aber dann nochmal im Detail an. Es gibt aber auch ein paar kleinere optische Veränderungen, die ihr jetzt hier auf dem Bild gar nicht so gut sehen könnt. Hier nochmal ein paar weitere Bilder für alle, die relativ jung dabei sind in unserem Kanal. Ist ein sehr, sehr schönes, elegantes Auto. Ich finde, es hat sogar so ein bisschen italienische Linien. Ist ein kleiner SUV, also wirkt manchmal auf dem Bild ein bisschen größer, als er tatsächlich ist. Hier vielleicht auch nochmal eine Frontansicht mit diesem relativ markanten Mazda-Grill und den, wie soll ich sagen, fast schon raubtierartigen Scheinwerfern. Hier die Ansicht von hinten. Ich finde immer noch ein wahnsinnig gelungenes Design. Schaut sportlich, aber gleichzeitig elegant aus. Und unsere Kunden mögen eigentlich auch wirklich dieses Auto, weil es einfach wirklich ein hübsches Fahrzeug ist. Nicht irgendwie überdesignt, irgendwie extrem offene Augen oder so. Also ich finde es wirklich ein richtig schickes, elegantes Fahrzeug. Ja, hier nochmal ein kurzer Blick nach innen, aber da schauen wir uns nachher auch nochmal ein bisschen was im Detail an. Und das Auto ist eigentlich schon bisher die ganze Zeit bekannt dafür, wirklich innen auch sehr, sehr hochwertige Materialien, Verarbeitungsqualität zu besitzen. Das ist das, was auch die Kunden bei dem Auto schätzen. Noch ein klassisches Mazda Connect-System mit Drehdrücksteller ist euch ja auch immer wichtig. Also hier hat sich auf jeden Fall nichts verändert. Ja, dann fragt sich natürlich ja, was hat sich denn dann verändert? Und ich habe es euch jetzt einfach mal hier ganz grob erstmal zusammengestellt und wir schauen uns das jetzt gleich im Detail an. Es gibt also einige neue Assistenzsysteme bei dem Fahrzeug, die integriert wurden. Das Schöne, auch gleich mal als Teaser am Anfang, das betrifft sogar die Einstiegsmodelle, nicht nur die Top-Modelle. Dann gibt es tatsächlich ein paar kleinere Anpassungen vom Außen- und Innendesign. Da kam es wirklich auf euer Feedback in der Vergangenheit an, hat Mazda richtig zugehört. Schauen wir uns gleich mal an. Dann gibt es zwei neue Farben, richtig cool finde ich persönlich, und eine neue Ausstattungslinie, die sich so eher so ein bisschen im oberen Limit, nenne ich jetzt mal, befindet. Und nochmal ein ganz neues Sondermodell, das ist also nur zeitlich befristet verfügbar. Schauen wir uns auch im Detail an. Jetzt erstmal so ein bisschen ein kleiner Überblick über die verfügbaren Ausstattungslinien, dass man das so ein bisschen einsortieren kann, was ich euch gleich zeige. Wir starten ganz unten mit der Prime-Line und wenn man jetzt irgendwie an ganz unten denkt, dann denkt man, das ist so die absolute einfachste Ausstattungslinie, ist nichts drin, werdet ihr gleich sehen, ist schon ziemlich üppig ausgestattet. Und da geht im Endeffekt so ein Hauptstrang nach oben. Das sind unsere klassischen Namen, Central Line. Dann gibt es ein Paket, wo wir das noch aufwerten können. Dann haben wir Exklusivline. Takumi ist immer so die höchste Linie bisher bei uns gewesen. Es gibt allerdings so einen Seitenstrang. Das sind immer die Modelle, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Die sind meistens Mischungen aus verschiedenen Extras, aus höheren Optionen, aber eben nicht das komplette Paket. Diese Fahrzeuge haben sehr häufig sehr interessante Preisvorteile, weil man eben da sagt, okay, wir bauen da was zusammen, was ihr euch gewünscht habt. Und das wird dann eben auch ein bisschen günstiger von der Konfiguration. Wir haben da eben ein super beliebtes Modell bei euch, Homura. Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die sportliche optische Alternative. Dann gibt es den Makoto, das ist das neue Modell, und dann gibt es den Homura Plus. Jetzt sind da auch noch zwei graue Felder drin, denn wir hatten bisher beim CX-30 noch ein weiteres Sondermodell, das nannte sich Nagisa. Das hatte sich so ausgezeichnet durch so dunkelbraunes Leder in Kombination mit so einem Alcantara-Stoff. Und dann gab es auch nochmal als Option bei der Top-Linie ein weißes Leder statt dem schwarzen Leder. Da muss man dazu sagen, das wurde eben sehr, sehr selten bestellt und Mazda hat es jetzt einfach aus dem Programm genommen, weil das natürlich auch
ja, teuer ist, das irgendwo der Produktion immer vorzubehalten. Ganz oben gäbe es dann noch die Möglichkeit, bei den bestimmten Linien hier noch ein Schiebedach hinzuzubuchen. Muss man auch dazu sagen, durch die Klimaanlagen heute wird das noch relativ selten dazu gebucht. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail ein bisschen ein. Wir steigen ein bei der Basis, bei der Primeline. Und ich sagte ja gerade schon, die meisten werden wahrscheinlich überrascht sein, wie viel hier schon mit drinnen steckt. Ich gehe da jetzt gar nicht im Detail alles durch. Ich habe euch das so ein bisschen hier an der Stelle mal die wichtigsten Sachen hingeschrieben. Das ist nicht vollständig. Also wir haben natürlich schon ein schönes großes Navi drin mit 10 Zoll Display. Für die, die das Werksnavi nicht nutzen wollen, die ihr Handy irgendwie gewöhnt sind, könnt ihr natürlich Apple CarPlay und Android Auto auch komplett kabellos verwenden. Sehr angenehm. Dann haben wir bei diesen Modellen auch schon die Alexa Sprachsteuerung mit dabei. Also damit könnt ihr natürlich einerseits euer ganzes Infotainment-System steuern, sei es jetzt zum Beispiel eben Navigation, Telefon, Musik, aber natürlich auch das Fahrzeug steuern, Sitzheizung aktivieren, Klimaanlage einstellen und so weiter und so fort. Das Fahrzeug verfügt auch schon über ein komplettes Head-Up-Display, also das ist nicht so ein Billigteil, nenne ich es jetzt mal mit so einer Plexiglasscheibe, wie es andere Autohersteller teilweise noch anbieten, sondern wirklich eine richtige schöne Projektion in die Windschutzscheibe rein mit den wesentlichen Informationen, die eben fürs Fahren relevant sind, wie Verkehrszeichen, Geschwindigkeit und so weiter. Und das ist echt eine super angenehme Sache, weil ihr dann einfach beim Fahren ein bisschen weniger abgelenkt seid. Ganz wichtig auch nochmal so ein Abstandstempomat. Für die, die das nicht kennen, das ist praktisch wie ein normaler Tempomat. Ihr stellt eine Geschwindigkeit ein, aber zusätzlich noch einen Abstand. Das Auto bremst dann eben von selber ab, wenn irgendwie einer vor euch fährt und der den Abstand nicht eingehalten hat. Das ist echt eine angenehme Sache. Notbremsassistenten, Sicherheitssysteme mit dabei, Einparkhilfe, Kamera dabei, Alufelgen auch schon mit drin. LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent schon mit drin und so weiter und so fort. Also wie ihr schon seht, ich glaube, da sind die meisten Kunden schon richtig happy mit so einer Ausstattungslinie. Bei anderen Herstellern müsste man da, glaube ich, schon das ein oder andere schon mal extra bezahlen. So, das ist jetzt also sozusagen das, was wir eigentlich auch schon kennen, denn das hatte das Auto auch schon im bisherigen Modelljahr. 27 km allerdings noch ein bisschen was dazu. Schauen wir uns direkt mal an. Wir haben bei dem bisherigen Modell, also bei dem älteren Modell, ein Halogen-Tagfahrlicht gehabt. Das war tatsächlich von der Lichtsignatur ein bisschen anders, hat nicht ganz so hübsch ausgeschaut. Das hat man jetzt angepasst. Ich habe euch hier mal so ein kleines Foto. Das ist also jetzt eigentlich der gleiche Scheinwerfer wie früher beim Matrixlicht, allerdings eben ohne das Matrixlicht und schaut gleich noch ein bisschen schöner aus. Dann haben wir, da habe ich leider kein Foto im Moment, so chromfarbene Akzente auf der linken Seite und rechten Seite, also bei den Fensterhebern gehabt. Das hat man nun in schwarz gestaltet. Also ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen moderner gemacht, nicht so viel Chrom, nicht so viel Bling Bling. Das Klavierlack, was sich da auch an dieser Stelle befand, ist nun schwarz-matt. Das war auch tatsächlich ein Wunsch von euch, dass der Klavierlack einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, empfindlicher ist, gerade wenn man da irgendwie so ein bisschen mit den Fingernägeln oder mit den Ringen seine Hand ablegt. Und auch die Mittelkonsole mittlerweile ist nun auch schwarz-matt gehalten. Bei den Assistenzsystemen hat sich auch einiges getan. Einmal auch ein Wunsch von euch, eine Verknüpfung der Verkehrszeichenerkennung in Kombination mit diesem adaptiven Tempomat. Ging bisher nur sehr eingeschränkt und auch nur in bestimmten Versionen. Jetzt kann man eben hier praktisch das Verkehrszeichen automatisch einlesen lassen. Der Tempomat passt sich von selber an und so könnt ihr dann also ganz bequem immer durchfahren, ohne irgendwie zu schnell zu fahren. Der sogenannte Notbremsassistent hat im Endeffekt zwei neue Funktionen bekommen. Einmal, dass er auch auf Gegenverkehr reagiert, also Falschfahrer, sowas in der Art. Und auch so eine Art Kreuzungsassistent. Das heißt, ihr seid zum Beispiel gerade irgendwie so am Linksabbiegen, habt das entgegenkommende Fahrzeug nicht gesehen, registriert, dann wird dieses Auto eine Notbremsung einleiten, wenn ihr nicht bremst, damit der Unfall verhindert wird. Das konnten die bisherigen Systeme nicht, da muss es wirklich also frontal drauf zu sein. Dann gibt es jetzt auch neu eine Motorraderkennung für den Notbremsassistenten. Diese Systeme, muss man sich vorstellen, die reagieren sozusagen auf Bilderkennung. Das heißt, es wird in Echtzeit immer das Bild vor euch analysiert. Was sieht er da? Sieht er da ein Auto, ein LKW, ein Fahrradfahrer und so weiter? Bisher wurden also Motorradfahrer nicht erkannt von diesem System oder zumindest nicht zuverlässig. Das hat man jetzt geändert und zusätzlich hatten wir auch bei dem toten Winkelwarner das Thema Motorrad noch mal ein bisschen besser untersucht und noch mal feingetuned und das ist jetzt eben auch noch mal sichergestellt. Neu hinzugekommen ist eine sogenannte Sekundärkollisionsvermeidung. Das sind so die typischen Fälle. Ihr steht irgendwo im Stau oder an der Ampel. Hinter euch hat jemand, das eben nicht so bemerkt, rauscht auf den Stau drauf zu. Dann würde euer Fahrzeug sozusagen registrieren, dass ein Anstoß von hinten kommt, würde die Bremse massiv aktivieren, dass ihr dem vorderen Wagen nicht reinrutscht und dann natürlich nochmal einen Stoß bekommt. Das ist natürlich auch jetzt gesundheitsrelevant. Dann haben wir noch eine neue Müdigkeitserkennung, die jetzt auch in der Primeline-Ausstattungslinie schon serienmäßig, das heißt, das System erkennt, wenn euch die Augen zufallen, würde euch dann eine Info im Display geben, hey, mach doch mal eine Pause, ich glaube, du bist gerade im Moment nicht so fit.
Dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die eher so EU-relevant sind. Dann gab es jetzt neue technische Anpassungen oder Normen zum Thema Lärmgrenzwerte und Kopfstützensicherheit. Und ihr kennt das ja, was da so alles für Normen rumschwirren. Das ist natürlich jetzt auch in diesem 27er Modell alles bereits enthalten. Gut, dann schauen wir doch gleich mal weiter. Die nächste Stufe war ja die sogenannte Central-Line und da muss man dazu sagen, ist relativ einfach bei Mazda. Alles, was ihr in der Prime-Line gerade von mir gehört habt, ist da sowieso Standard, also alles dabei. Um es einfach zu machen, habe ich euch jetzt nur hingeschrieben, was da sowieso jetzt nochmal extra war. Also statt einer Klimaanlage die Klimaautomatik und die auch gleich links und rechts getrennt einstellbar. Die Sitzheizung ist reingekommen, die Lenkradheizung reingekommen. Die Einparkhilfe hinten, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, und die Kamera hat man schon. Jetzt kommt noch die vordere Einparkhilfe dazu. Super bequem, gerade fürs Einkaufen, wenn man irgendwie Kinder in der Hand oder am Arm hat. Keyless-System, einfach nur schnell in den Türgriff reingreifen. Auto prüft, ob ihr im Besitz des Schlüssels ist. Macht euch direkt mal auf. Mag ich so super gerne, das System ist dann dabei. Wir haben dann 2 Lautsprecher mehr, nämlich 8 statt 6, wenn man so ein bisschen schöner und lauter Musik hören möchte. Dann haben wir gleich nochmal 2 Nummern größere Alufelgen, statt 16 Zoll nun 18 Zoll. Für die Handynutzer eine Ladeschale, wo du einfach dein Handy reinlegen kannst. Dann wird es induktiv geladen, muss man nicht erstmal den USB-Stecker dran stecken. Ein Ringensensor ist noch mit dazugekommen und für die, denen das immer noch nicht reicht, habt ihr noch die Möglichkeit, noch ein Paket dazu zu buchen. Das nennt sich Designpaket. Dazu kommen wir gleich. So, wir gucken uns jetzt erstmal noch, bevor wir zum Designpaket ankommen oder so halb, noch beim Centerline gibt es auch noch ein paar Veränderungen. Zum einen mal hat man hier eher was Kleines, die hat die Mittelkonsolenbeleuchtung nochmal optimiert. Das hatte man bisher so Lampen, die man da drücken konnte. Es ist noch ein bisschen schöner geworden. Leider habe ich kein besseres Bild als das, also da müssen wir auch noch ein bisschen warten, bis die ersten Autos kommen. Dann haben wir im Designpaket ein paar Veränderungen. Und zwar ist es so, dass ja diese Seitenverblendungen, die waren bisher chrom in der Primeline, hat man jetzt schwarz gemacht, um alles ein bisschen moderner zu machen. Sobald es in Richtung Designpaket geht, hat man sich gedacht, okay, machen wir es jetzt doch wieder ein bisschen edler. Dann wird es wieder wie bisher auch sein, dass es dann eben chrom ist. Und auch die Mittelkonsole, aber wirklich nur die Mittelkonsole bleibt eben in schwarz glänzend, dass es einfach noch ein bisschen hochwertiger ausschaut. Die Seiten wiederum, die werden jetzt hier in dieser Version mit so einer Art Gunmetal versehen. Das ist so eine Art Titangrau, müsst ihr euch das vorstellen. Also ein sehr, sehr schöner Ton, hat man teilweise auch schon mal bei ein paar Felgen. Und dadurch fallen dann natürlich diese ganzen Chrom-Applikationen weg und es geht also ein bisschen mehr in dieses, ich sag mal, eher die coolere Farbe. Bei Matrixlicht hat sich einiges getan. Matrixlicht, für die, die es nicht kennen, das sind praktisch ganz kleine LED-Segmente, die einzeln gesteuert werden können. Ihr könnt immer mit Fernlicht fahren und wenn jemand zum Beispiel euch entgegenkommt oder vor euch fährt, dann werden eben nur die kleinen LEDs da ausgeblendet oder dunkler gemacht, wo sich der Verkehr befindet. Ist der weg, wird es wieder heller. Und hier hat man nochmal 2 Funktionen hinzugefügt. Einmal so eine Art Fußgänger-Markierungsfunktion. Also sieht das Auto, dass irgendwo ein Fußgänger so einen dunklen Bereich ist am Rand, dann wird der sozusagen richtig markiert. Das kann dann so durch so ein Aufblinken sein oder durch ein spezielles Aufleuchten des Fernlichts, dass ihr den Fußgänger besser sehen könnt. Und dann zusätzlich nochmal ein sogenanntes Abdunkeln der Verkehrszeichen. Hintergrund ist, dass eben diese Matrixlichter sehr, sehr hell sind und wenn das ein ganz frisches Verkehrszeichen ist, das durchaus ein bisschen blenden kann. Und dann wird das Auto das erkennen, dass es ein Verkehrszeichen ist und das ein kleines bisschen dunkler machen, dass ihr nichts nachtgeblendet werdet. Jawohl, das sind so die Veränderungen im Designpaket. Jetzt vielleicht erstmal so, was ist denn überhaupt in diesem Designpaket enthalten? Das war nämlich extrem beliebt bei euch. Das ist für die, die es ein bisschen bequemer wollen, die elektrische Heckklappe natürlich. Ein rahmenloser Innenspiegel, der einfach ein bisschen schöner ausschaut. Die sind sowieso automatisch abblendend, aber der eben rahmenlos. Das Matrix-LED-Lichtsystem hatte ich ja gerade euch schon im Detail erklärt. Dann haben wir dann gleich auch noch die abgedunkelten Heck- und Seitenscheiben dabei. Besonders wichtig, dass die Wärme halt ein bisschen länger außen sozusagen oder isoliert bleibt, dass man auch die Blicke nach innen ein bisschen schützen kann, wenn man doch mal irgendwas in der Rückbank noch liegen hat. Und dann haben wir eben diese Chromleisten, die ich euch gerade schon gesagt hatte, und die Mittelkonsole in schwarz glänzend. Und dann innen drin dieses Gunmetal, das ist sozusagen jetzt auch in diesem Designpaket dabei. Ja, dann kommen wir zur nächsten Stufe, nennt sich Exklusivline. Auch hier gleiches Style. Alles, was im Centerline plus Designpaket dabei ist, haben wir sozusagen hier bei dieser Exklusivline dabei. Und für alle, die so richtig tief in der Materie drinstecken, es konnte damals beim Centerline konnte man noch ein weiteres Paket dazu buchen. Das nannte sich Driver Assistance und Sound Paket. Das kann man jetzt nicht mehr dazu buchen, ist aber in der Exklusivline weiterhin vorhanden. So, also deswegen haben wir jetzt hier natürlich nochmal eine ganze Reihe von zusätzlichen Extras gegenüber der Centerline mit dem Designpaket. Besonders wichtig, nicht nur eine Kamera hin, sondern ihr habt also wirklich so eine Art Rundumblick. Das heißt, unter den Spiegeln befinden sich dann Kameras, nach vorne eine Kamera
und das Auto erzeugt dadurch so eine Art 360-Grad-Ansicht. Für die Musik richtig gerne hören im Auto und auch ein bisschen lauter, haben wir ein Bose Soundsystem mit dabei mit insgesamt 12 Lautsprechern. Die elektrische Heckklappe haben wir gerade schon gehört. Dann haben wir eine erweiterte Stauassistenzfunktion, die allerdings nur für Automatik. Denn diesen Abstandsradar, den können nur bis ungefähr 30 km/h steuern. Macht auch ehrlich gesagt beim Schaltgetriebe jetzt nicht wirklich Sinn, das noch tiefer zu machen. Beim Automatikgetriebe geht es dann allerdings bis 0 km/h runter. Die Alufelgen, die wir schon hatten, sind jetzt dann in diesem Hochglanz-Finish, also ein bisschen edlere Lackierung. Die Außenspiegel auf der Fahrerseite ist automatisch abblenden, wenn jemand hinter euch vielleicht das Licht nicht richtig eingestellt hat oder mit Fernlicht fährt und merkt es nicht, dann werdet ihr zumindest nicht so stark geblendet. Und wir haben jetzt bei dieser Version dann auch noch einen Notbremsassistent hinten dabei. Das ist eher fürs Rückwärtsfahren. Piepser überhört, Kamera nicht richtig hingeschaut, stand irgendwo im Pfosten. Das Auto wird euch dann sozusagen nochmal retten und kurz vor dem Pfosten stehen bleiben. Ja, und das Ganze hat man bei diesem Fahrzeug dann zusätzlich auch noch für den Querverkehr gemacht. Das heißt, wir haben sowieso bei dem Auto so eine Art Auspackhilfe, also eine Warnung, wenn ihr rückwärts irgendwo rausfahrt. Meistens sind das so unübersichtliche Situationen und auf einmal kommt ein Radfahrer oder ein Auto aus der Seite und ihr habt es vielleicht nicht gesehen, weil da ein Busch ist. Dann würdet ihr eine Warnung sehen und bei dem Auto ist es dann tatsächlich auch so, dass ihr, wenn ihr diese Warnung ignoriert und trotzdem rausfahrt, bleibt das Auto rechtzeitig stehen, sodass der hinten noch genug Platz hat, an euch vorbeizufahren. Das Fahrzeug hat dann zusätzlich diese Funktion, die ich euch gerade erklärt habe, auch nochmal nach vorne. Es gibt ja doch immer so Situationen, wo du irgendwie so ein bisschen eingeparkt wirst oder aus einer blöden Einfahrt rausfahren musst. Durch die Hecke sieht man das nicht so richtig. Dann würde man eben schon beim Rausfahren so eine Info bekommen durch die Radarsensoren, die sich da vorne befinden. Hey, da kommt was an. Die können das nämlich viel früher erkennen durch die Technik, die da verbaut ist, als ihr eigentlich mit dem Auge. Und das auch, finde ich, eine ziemlich coole Version. So, dann schauen wir uns an, was hat es denn bei der Exclusivline 2027 neu. Und zwar hat das Auto nun serienmäßig oben so eine sehr dezente Dachreling in Silber. Ich habe euch da extra mal so einen kleinen Pfeil hingemacht, weil das gar nicht so einfach zu erkennen ist. Man konnte die tatsächlich auch schon teilweise im Zubehör bestellen. Die war richtig teuer. Und finde ich cool, dass Mazda das jetzt mit integriert hat. Und der Vorteil von dieser Version ist, dass ihr eigentlich nur noch euren Fahrradträger so ein bisschen einspannen müsst. Also es ist viel, viel bequemer als mit so einem Lastenträger, wo du dann wirklich noch die Schrauben reinschrauben musst und so weiter. Also ein richtig cooles System und ich finde, es schaut sogar ganz schick aus auf dem Auto. Ja, und dieses 360-Grad-Kamerasystem, was ich euch gerade schon gesagt hatte, ist also nochmal aufgewertet worden. Wir hatten das auch schon bei einigen Modellen in der Vergangenheit auch schon bekommen. Und zwar wird euch jetzt hier in dieser Ansicht euer Fahrzeug transparent dargestellt. Bisher hattet ihr da eben so einen grauen Schatten, das war dann euer Auto. Und jetzt wird sozusagen das Fahrzeug, wenn ihr vorwärts fahrt, die Bilddaten speichern und uns in euch sozusagen unter euer Auto projizieren. Besonders cool, wenn ihr zum Beispiel irgendwie im Wald unterwegs seid und irgendwie einem Stein oder einem Ast ausweichen wollt oder was auch immer. Besonders cool bei uns ja auch in der Werkstatt, wenn wir irgendwie in die Achsvermessungsbühne fahren, dass wir da schön sauber drauf fahren, dann kannst du genau sehen, was unter dem Auto sich befindet. Also eine nette Sache. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Top-Linie, die Takumi. Auch hier wieder das Gleiche, alles was der Exklusivline hat, hat er natürlich auch. Der hat jetzt zusätzlich noch Lederausstattungen gehabt in Schwarz, elektrische Sitzverstellungen, und zwar auf beiden Seiten und dann eben auf der Fahrerseite auch nochmal mit Memory-Funktion, also mit Speicherfunktion. Und diese Speicherfunktion war eben nicht nur für den Fahrersitz gedacht, sondern auch noch für das Head-Up-Display und die Außenspiegel. Eine schöne Sache, wenn man unterschiedliche Fahrer hat sich jeder reinsetzen können und schon war alles perfekt eingestellt. Außerdem gab es dann auch noch bei dieser Version die sogenannte Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren. Also ihr habt den Rückwärtsgang eingelegt, dann ging also der linke oder der rechte Außenspiegel, je nachdem welchen ihr wolltet, ein bisschen runter, damit ihr den Bordstein besser sehen könnt. Und eine elektrische Lendenwirbelstütze hatten wir dann auch noch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt noch beim Takumi-Modell neu? Da ist doch schon so viel drin. Schauen wir uns auch mal an. Hier hat man die bisher braunen Elemente, die man so ein bisschen als Kontrast abgesetzt hatte, nun gegen schwarz ersetzt. Gibt es auch sicherlich einige Fans unter euch, die gesagt haben, mir ist das Braun irgendwie too much. Ich mag es eher einheitlich. Für die ist das jetzt hier perfekt. Und diese optionale weiße Lederausstattung hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt, die entfällt also komplett. Und dann kommt auch nochmal ein großer Wunsch von euch, habe ich auch ganz, ganz häufig von euch Kommentare und E-Mails dazu bekommen. Hey, warum hat denn das Auto keine Sitzbelüftung? Die hat es jetzt natürlich bekommen. Auch ein richtig gutes Feature, wie ich persönlich finde, gerade eben im Sommer mit den Ledersitzen. Ja, und dann hatte ich euch ja auch schon das Homura-Modell, was so ein bisschen seitlich war, gezeigt. Das ist ja, ich sagte ja schon, so eine Art sportlicher Ableger, der auf dem Primeline basiert, aber auch so ein paar Extras von den großen Optionen hat.
Der hat eben schon diese Klimaautomatik drin, die Alufelgen speziell nochmal in schwarz, die das Auto natürlich noch ein bisschen sportlicher haben wirken lassen. Die elektrische Heckklappe steckt da auch schon in dieser Linie mit drin. Regensensor, Sitzbezüge waren dann mit diesen roten Ziernähten versehen. Sitzheizung natürlich, induktive Ladeschale, Einpackhilfe vorne. Also eigentlich ein Centerline mit ein bisschen mehr von den anderen noch, aber eben nicht vollständig. Also war ein ganz, ganz beliebtes Modell. Und da hat man jetzt sogar ein paar besondere Wünsche von euch aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dazu von euch schon irgendwelche Infos bekommen habe. Die klassische Frage bei dem Auto ist immer, sind denn die Logos hinten gesteckt oder geklebt? Ich weiß, die habe ich bestimmt 100-mal beantwortet, weil man wollte diese Logos gerne schwarz haben. Und das hat man jetzt bei diesem Homura-Modell gemacht. Das heißt also, ihr könnt jetzt direkt hier das Auto schon mal mit schwarzen Logos bestellen. Es gibt bestimmt schon die ersten Kommentare, sagt, hey, kann ich das für mein Auto bestellen? Bestimmt, weil dann muss das Zeug ja auch als wie soll ich sagen, als Ersatzteil verfügbar sein. Also auch selbst die Vorbesitzer, die das alte Modell haben, können sich dann bestimmt diese schwarzen Logos auch noch gönnen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, außerdem hattet ihr euch gewünscht, dass das Homura-Modell auch bitte noch eine Lenkradheizung bekommen soll. Wunsch erfüllt. Und dann hat man gleich noch diesen sogenannten Enteiser für den Scheibenwischer mit hinzugefügt. Das heißt, da ist dann so eine Art Heizleiste unter dem unter dem Frontscheibenwischer. Und wenn ihr die Heckscheibentaste drückt, wird das gleich mal so ein bisschen aufgetaut, dass der im Winter nicht so schnell anfriert bzw. sich leichter lösen lässt. Also richtig cool. Und was ich noch ganz vergessen habe, der Wing vorne, der ist jetzt dann auch in diesem dunkelgrau gehalten. Okay. Ja, und dann kam jetzt auch noch ein komplett neues Modell, nennt es sich Homura Plus. Das positioniert sich nochmal deutlich höher wie der Homura und ist fast auf der gleichen Linie wie der Takumi. Und hier hat man eben auch dieses Matrix-LED-Lichtsystem noch mit reingefügt, aber hat trotzdem diese ganzen schwarzen Elemente weitergeführt. Also es ist sozusagen die luxuriös ausgestattete Homura-Version, wenn man so möchte. Hatte ich auch viele gesagt, hey, warum hat denn der Homura das nicht? Der würde mir so gefallen, wenn er das hätte. Hat man jetzt auch den Wunsch erfüllt. Der hat jetzt diese Dachreling bekommen, die sogar in schwarz. Finde ich auch richtig schick, passt irgendwie auch so diesem ganzen Konzept. Dann haben wir natürlich auch wieder hier innen drin diese Mittelkonsole schwarz glänzend. Das Bose Soundsystem ist mit reingekommen und die 360-Grad-Kamera. Hier muss man allerdings dazu sagen, um den Preis zu halten, den Mazda da generiert hat, hat man eben diese durchsichtige Ansicht jetzt hier in diesem Modell nicht mit dabei. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, hey, was ist denn jetzt dann der Unterschied? Dann kaufe ich mir doch gleich den Homura Plus. Beim Takumi muss man sagen, sind diese ganzen Assistenzsysteme, die ich dann eben vorhin genannt hatte, mit dieser Querverkehrswarnung hinten, der Notbremsassistent hinten, die sind praktisch bei dem Homura Plus nicht dabei. Dafür hat der allerdings dann eben diese schwarzen Akzente, die Dachreling und so weiter. Das hat dann der Takumi tatsächlich nicht. So, und ansonsten haben wir hier natürlich im Homura Plus auch noch die Sitzbezüge in Leder mit der entsprechenden Sitzbelüftung und Sitzheizung, die Gunmetal-Applikationen. Also das ist sozusagen auch dann wieder identisch mit dem Takumi. Ja, und dann hatte ich gesagt, es gibt ein neues Sondermodell, was wahrscheinlich auch nur zeitlich befristet angeboten wird. Und es ist eigentlich, wenn man so genau will, fast schon wie der Nagisa, aber einfach mal eine andere Farbkombination. Da hatte man doch jetzt eine ganze Zeit lang das Modell weitergeführt, aber es gab eben Leute, die sagen, hey, ich möchte mal wieder was anderes. Das hat man jetzt getan. Man hat so ein bisschen eine helle, loftige Farbkombination genommen. Wir hatten das tatsächlich auch schon bei dem einen oder anderen E-Fahrzeug bei uns, also sehr, sehr ähnlich. Ich habe euch hier mal ein Bild dargestellt. Ihr seht schon, wir haben hier in der Mitte so eine Art hellgrauen Stoff mit einem weißen Kunstleder an der Seite. Hat natürlich den Vorteil, dass man eben ja im Sommer, wenn man eben da drauf sitzt, zum einen mal nicht so sehr schwitzt und auch nicht ganz so rutschig ist und trotzdem schaut es hochwertig aus. Die Absteppung oder die Nähte sind dann auch in dem gleichen Ton ausgelegt. Das schaut sicherlich sehr schön aus. Leider gibt es zu diesem Modell tatsächlich fast noch gar keine Fotos, deswegen hier jetzt eine bisschen seltsame Ansicht. Hier nochmal im Detail auch, was dieses Modell nochmal mehr kann als jetzt vielleicht die Primeline-Ausstattung. Der kriegt dann tatsächlich nochmal eigene Fußmatten mit so einem speziellen Emblem, Kleinigkeit, aber okay. Dann haben wir dieses, nennt sich Legano Dashboard. Also was kann man sich darunter vorstellen? Ihr habt praktisch am Armaturenbrett so eine Art Dekorleiste, die ist sehr schön, normalerweise in so einer Art Lederoptik und das hat dann eben so eine Art Wildlederoptik bekommen, passend wieder hier in dieser Farbe. Dann haben wir diese 360-Grad-Kamera dabei, auch hier ohne diese durchsichtige Ansicht, aber das reicht eigentlich auch meistens schon vollkommen aus. Bose Soundsystem ist mit da drin und beim Schlüsselcover haben sie sich noch was Witziges einfallen lassen. Da kriegt ihr tatsächlich nochmal so ein gebürstetes Silber, speziell für euren Schlüssel und nicht das Standard Schwarz. Diese Cover kann man sich übrigens auch nachträglich jederzeit noch gönnen, falls ihr jetzt sagt, Mensch, sowas würde mir auch mal gefallen. Das gibt es natürlich im Mazda Zubehörkatalog. Ja, und dann schauen wir uns auch mal die Farben an bei dem Fahrzeug.
Ich sagte ja schon, es gibt also zwei Farben, die wegfallen. Hier seht ihr sie, das ist das sogenannte Ceramic White. Und falls jetzt erst so die ersten Kundenzuschauer sagen, hey, du hast kein weißes Auto mehr. Nein, das stimmt natürlich nicht. Wir haben noch weitere zwei weiße Farbtöne. Einmal das normale Weiß, ich sage immer so Uni-Weiß, das ist das günstigste. Und dann gibt es noch ein richtiges Metallic-Weiß. Das Keramik-Weiß ist eher so eine Art, das hat so einen leichten Grauschleier drin. Und wenn die Sonne drauf scheint, schaut das so ein bisschen matt aus. War tatsächlich jetzt auch in den letzten Monaten nicht mehr so beliebt. Dann haben wir diese Farbe Circumcent. Das ist auch eher so, wie soll ich sagen, so eine Art ja, Styling-Lackierung gewesen. Hat so eine Art Sandton, also sehr warmer Ton gewesen. Die hat man jetzt beide aus dem Programm rausgenommen, bietet euch zwei komplett neue Farben, beziehungsweise eine komplett neue Farbe und eine, die kennen wir schon von den anderen Modellen. Das sogenannte Aero Gray beerbt sozusagen das Ceramic White. Das ist also nochmal ein bisschen grauer, schaut sehr, sehr matt aus, obwohl es eine Metallic-Lackierung ist. Ist auch sehr beliebt im Moment, weil es irgendwie das Auto auch sportlich macht. Und ich glaube, mit den schwarzen Farbkombinationen kann das richtig schick ausschauen. Und eine neue Farbe, die ich zugestandenermaßen auch noch nicht live gesehen habe, das nennt sich Zink Green. Das wird demnächst auch noch bei einem anderen Modell kommen. Werden wir euch übrigens auch bald ein Video zu diesem Thema noch machen. Und da bin ich auch gespannt drauf. Das ist wieder mal eine mutige Farbe von Mazda. Also eher so ein matter Grünton, ihr seht schon. Und ich glaube, das könnte bei dem Auto richtig schick ausschauen. Muss man sich, glaube ich, mal in Natura dann anschauen. Ja, es gibt natürlich auch Preise, Ausstattungslinien und ich habe euch jetzt hier einfach mal so eine komplette Übersicht hingeknallt. Da haben wir bisher noch gar nicht über Preise gesprochen. Drückt jetzt an dieser Stelle einfach auf Pause, sucht euch das mal in Ruhe so ein bisschen raus. Ich versuche es euch jetzt einfach mal so einfach zu erklären. Wir haben hier links die zwei verschiedenen Motoren zur Auswahl, da haben wir bisher gar nicht drüber gesprochen. Es gibt den klassischen 2,5 Liter Motor mit 140 PS, der, ich würde sagen, mittlerweile eigentlich der beliebteste Motor bei euch ist. Der wird ja auch teilweise in größeren Modellen noch mit angeboten. Dann haben wir den 186 PS, den sogenannten Skyactiv X Motor. Dieser Motor zeichnet sich dadurch aus, dass er extrem sparsam ist, obwohl er eben mehr Leistung hat, weil er eine Art anderes Verbrennungsprinzip nutzt. Das würde jetzt hier zu tief gehen, um das Video noch mal länger machen, aber fragt am besten mal bei eurem Mazda-Händler nach, der kann das euch sicherlich erklären. So, und dann habt ihr die Möglichkeit bei dem 2,5 Liter Motor mit Frontantrieb und den großen Motor, den gibt es tatsächlich auch noch mit Allradantrieb. Und alle Versionen, die ich gerade genannt habe, könnt ihr entscheiden, ob ihr Schaltgetriebe oder lieber Automatikgetriebe möchtet. Ja, und dann kommen natürlich die Ausstattungslinien. Ihr habt ja diesen Strang vielleicht noch so ein bisschen bildhaft im Kopf, den ich euch gerade erklärt habe. Primeline ist natürlich unsere günstigste Linie. Hier steigen wir ein mit knapp 30.000 Euro. Wird im großen Motor auch gar nicht angeboten. Muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, die den großen Motor haben wollen, die wollen auch meistens eine etwas höhere Ausstattungslinie kaufen. Ja, und dann geht es im Endeffekt bis zum Humora Plus. Und ihr seht schon, ja, der Takumi ist praktisch die höchste Linie mit den maximalen Extras, der Humora Plus dann gleich danach und darunter siedeln sich sozusagen die Modelle relativ ähnlich aneinander an. Hier unten gibt es dann noch die Möglichkeit, das sogenannte Design-Paket dazu zu buchen. Das ist ja bei diesem Centraline ein optionales Paket, während es im Exklusiv und im Takumi natürlich schon dabei ist. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Beim Skyactiv X ist das ein bisschen teurer, weil der dann auch diese Hochglanzfelgen bekommt, die ihr eben beim normalen Motor mit 2,5 Liter eben nicht bekommen würde. Wenn ihr ein Schiebedach wollt, dann wären es 750 Euro extra für die speziellen Modelle, wo ich das euch hier gezeigt habe. Ja, dann kommen wir natürlich noch zu einer weiteren spannenden Frage, Thema Zubehör und Lieferzeiten. Ganz kurz mal für euch so ein paar sinnvolle Extras aufgelistet. Viele fragen immer nach, Anhängerkupplung möglich, was kann ich damit ziehen? Mazda bietet selber im Programm eine abnehmbare Anhängerkupplung an mit 1300 Kilogramm Anhängerlast. Ich sagte ja schon, das schaut auf den Bildern relativ groß aus, das Fahrzeug. So groß ist der gar nicht, also schon eine ordentliche Anhängerlast für die Größe. Und damit kann man eigentlich auch schon zu zweit mit einem Wohnwagen durchaus in den Urlaub fahren. Für die so ein bisschen Individualisierungsnote in ihrem Auto haben möchten, ein bisschen Zubehör kaufen wollen, gibt natürlich so Sachen wie beleuchtete Einstiegsblenden. Sehr witzig sind auch solche Projektoren. Ich habe euch mal zwei Bilder hier an die Seite gemacht. Dann, wenn ihr die Tür aufmacht, dann leuchtet euch das nachts aus. Richtiger Eyecatcher finde ich persönlich. Ganz neu übrigens auch noch gar nicht so lange im Programm ist auch das Ganze für die Heckklappe. Das heißt, wenn ihr Heckklappe aufmacht, leuchtet euch das dann richtig am Fußboden aus. Super witzig finde ich persönlich. Habe ich schon so viele Kunden gehabt, die darüber gestaunt haben. Und natürlich so die Klassiker, Winterradprogramm, Allwettermatten und so, alles was so sinnvoll ist, damit man das Auto möglichst lange pflegen kann. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, 2027, wann kommt das Auto eigentlich? Ja, wie immer nennen wir das schon eben Modelljahr 2027. Man wollte sich da frühzeitig darauf vorbereiten, wegen auch der ganzen EU-Veränderungen. Und deswegen ist das Auto natürlich auch bereits schon konfigurierbar und auch bestellbar. Und es sind auch tatsächlich schon die ersten, die jetzt kurz vor der Produktion stehen, denn wir werden also die ersten Kundenautos wahrscheinlich im August bekommen. Und für die jetzt bestellen, sind wir wahrscheinlich eher so im September mittlerweile.
Ja, wenn euch dieses Auto interessiert, nutzt natürlich auch die aktuellen Konditionen und Aktionen von Mazda. Fragt da am besten mal bei eurem Mazda-Händler persönlich nach. Und ja, wenn ihr möchtet, natürlich könnt ihr euch auch hier informieren bei uns. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, was euch hier irgendwie zu diesem Video noch interessieren würde, was ich vergessen habe vielleicht. Vergesst aber auch selber nicht, hier unseren Kanal zu abonnieren, denn das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr übrigens immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und apropos Video, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und ich freue mich besonders, wenn wir uns dann wieder beim nächsten Video sehen. Bis dahin sage ich schon mal ciao, ciao.